Ja, ein neuer Film von Automobil Depression. Hallo, herzlich willkommen dazu. Heute geht es um den Citroën CX. Wir haben hier ein ganz besonderes Exemplar dabei, ein Prestige, und zwar einen Flachdach Prestige von 1976, also ein ganz frühes Modell, was nur ein Jahr lang gebaut wurde. Der Flachdach Prestige, nur ein Jahr lang gebaut. Also wird ein toller Film, würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Ja, der Citroën CX, wie immer bei uns gerne auch ein bisschen klugscheißen über die Modellhistorie. Der CX wurde 1974 vorgestellt, mitten in der Ölkrise. Das war auch schon sein größtes Problem, denn ursprünglich sollte dieses Auto einen Wankelmotor haben, einen Zweikolben-Wankelmotor. Die hatten ja so Kreiskolben, also zwei Kreiskolben-Wankelmotor. Und die schluckten halt bekanntlich relativ viel. Das hat der Citroën auch bemerkt, weil sie den GS, diesen Bi-Rotor nannten sie das, als Versuchswagen genommen hatten und haben dann festgestellt, also 74 mit dem Auto zu kommen, was 13, 14 und mehr Liter verbraucht, ist dann wohl nicht so en vogue, und man baute kurzerhand hier einen Motor der Citroën DS rein, einen 2-Liter-Motor, der fast 1:1 so übernommen wurde. Dann gab es unzählige Modellpflegemaßnahmen. Dieses hat hier schon einen neueren Motor, einen 2,4-Liter-Motor. Und wie gesagt, das ist hier ein CX Prestige mit dem flachen Dach, was nur ein Jahr lang gebaut wurde. Danach hat man den Prestige höher gebaut. Also das Dach wurde etwa 5-6 cm höher, damit man mehr Kopffreiheit hatte, weil das war natürlich eine Chauffeurlimousine. Also es war ein ausgesprochen luxuriöses Auto in Frankreich für die Staatspräsidenten und für die wichtigen Menschen der damaligen Zeit in Frankreich, aber auch durchaus im Ausland. Der CX war ursprünglich geplant als Zwischenmodell zwischen DS, das Topmodell, und dem GS, der drunter saß. Und erst danach hatte man sich dann entschieden, mehr oder weniger ihn auch als Nachfolger der DS zu positionieren. Am Anfang wurde DS und CX noch parallel produziert. Wie gesagt, die DS stand irgendwie in meiner Modellhistorie ein bisschen weiter drüber. Dann verkaufte der CX sich aber richtig gut. Insgesamt wurden fast 1,2 Millionen Exemplare gebaut. Ihr erinnert euch vielleicht noch, beim XM waren es mal gerade 300.000. Also der CX war durchaus ein Erfolg. Aber wie immer bei Citroën waren die Entwicklungskosten exorbitant hoch. Also kleine Modellhistorie, das ging los beim Traction Avant 1934, wo André Citroën sogar noch persönlich daran mitgearbeitet hatte. Das Auto hatte Vorderradantrieb, selbsttragende Karosserie, war im Prinzip für die Zeit unglaublich modern und seiner Zeit weit voraus, hat so viel Entwicklungskosten gekostet, dass man die Kosten eigentlich in der Produktion nie wirklich hatte einfahren können. Gleiches bei der DS. Erste Auto mit Hydropneumatik, mit einem riesen Kastenrahmen, an der Türen aufgehängt war. Da hatte man sich auch überlegt, man baut da 6-Zylinder Boxermotor luftgekühlt rein, hat man nicht fertig gekriegt, hat also die Motoren aus dem Traction erst übernommen. Und beim CX war es genauso. Man hatte sich hier überlegt, das Auto muss noch komfortabler werden als die DS, und wie erreiche ich das? Indem ich die Karosserie abkopple quasi vom Fahrwerk, also noch mehr. Und zwar nicht nur die Hydraulik sollte das erreichen, sondern man hat hier einen sogenannten Hilfsrahmen gebaut, der an ca. 16 Gummipropfen mit der Karosserie verbunden war. Das heißt, die Karosserie, die selbsttragend ist, ist nochmal auf dem Hilfsrahmen draufgelegt, und die wird nochmal von 16 Gummipropferpuffern sozusagen gedämmt. Sehr, sehr aufwendig, das zieht sich bis in den Motorraum, das zeige ich euch nachher, dieser Hilfsrahmen, was zwei Nachteile hatte. Oder drei sogar. Es war wahnsinnig teuer in der Produktion, wahnsinnig teuer in der Entwicklung, und es war nachher auch wegen der Schrauberei nicht optimal, weil man konnte die ganze Antriebseinheit nicht unter dem Auto ablassen, sondern man musste die von oben ausbauen. Das war nicht so ganz toll. Und jetzt für uns Oldtimer-Leute ist es halt ein Problem, weil zwischen Rahmen, also der Rahmen selber rostet gerne, aber auch zwischen Rahmen und Karosserie setzt sich gerne der Rost fest. Da sollte man sehr aufpassen. Ja, das war es beim CX. So, die Motoren. Zuerst, wie gesagt, DS-Motoren, dann wurden die weiterentwickelt, waren dann auch ganz schön. Der hat hier einen 2,4 Liter Vergasermotor. Es gab dann relativ schnell auch einen Einspritzmotor mit so einer Saugrohreinspritzung. Es gab dann einen Turbo-Benziner mit 167 PS, glaube ich, Turbo 1, der kam so 84 auf den Markt. Dann gab es den Turbo 2 bei dem großen Modellwechsel, also man spricht hier von der Serie 1, dieser hier.
und der Serie 2. Das war der dann mit den Kunststoffstoßstangen. Der wurde dann bis 91 gebaut. Also man hat wieder eine relativ lange Produktionszeit von 74 bis 91. Und dieses Modell hier ist eins der allerersten. Und Kenner, die das sehen, sehen sofort, dass diese Kotflügel hier eigentlich nicht rangehören. Und zwar sind die schon vom späteren Modell, ich glaube ab 78, 77, 78 gab es halt verbreiterte Kotflügel. Und zwar nicht wegen der Optik, sondern weil man vorne die Spur verbreitert hatte. Also man hat dann das ähnlich wie bei der DS gemacht, dass vorne eine breite Spur war, hinten eine schmale Spur war. Das ist jetzt hier bei dem gar nicht mehr so signifikant. Hier sind die fast gleich. Aber bei den späteren CX ist hier wieder eine breite Spur und hinten eine schmale Spur. Das sollte sozusagen der Fahrdynamik helfen. So, und hier, das ist die Geschichte zu diesem Auto, das stammt aus Frankreich. Wie viele der CX, auch heute, die auf dem Markt sind, stammen wirklich sehr, sehr viele aus Frankreich. Dieser hier auch. Und dieses Auto hat einem Karosseriebauer gehört. Und der hat schon zur aktiven Zeit dieses CX gedacht, ach, diese schmalen Kotflügel, die gefallen mir gar nicht. Ich will die Nachfolge haben. Und hat die hier dran gesetzt. Was übrigens nicht einfach ist, weil diese Kotflügel sind ausschließlich geschweißt. Da ist nichts geschraubt, die sind dran geschweißt. Was der nächste Punkt ist. Unfall beim CX ist immer sehr, sehr unschön. Also A, das ist hier alles verschweißt, schwer auszubauen. Diese Inox-Stoßstangen, wenn die verbeult sind, also Inox-rostfreie Stoßstangen, Riesenaufwand. Ja, man muss sich das überlegen. Das sind Niroster-Stoßstangen. Das sind jetzt also keine verchromten Stahlstoßstangen, sondern wirklich Niroster-Stoßstangen. Wenn die Beulen hatten, war sehr, sehr kompliziert, das wieder rauszukriegen. Heutzutage eine gute Stoßstange zu kriegen, dürfte nicht mehr so ganz einfach sein. Dann, wenn der Hilfsrahmen einen abgekriegt hat beim Unfall, ist auch nur bedingt lustig, weil man muss dann halt das alles demontieren und das wieder richten und so weiter und so fort. Also ein unfallfreier CX ist im Prinzip schon mal erstmal ein sehr, sehr gutes Angebot. Ein rostfreier CX, also ein ungeschweißter CX, ist richtig gut, weil das gibt es fast auch nicht mehr. Also CX haben leider überall gerostet. Besonders die sehr frühen Exemplare haben sehr, sehr gerne gerostet, aber auch die Serie 2 hatte spezifische Rostnester, obwohl man immer bei Citroën wieder bemüht war, das ein bisschen besser zu machen, eine bessere Lackierung zu machen. Aber bis zum Schluss war der CX wirklich exorbitant rostanfällig. Und da zeige ich euch mal gleich, wo es da eigentlich losgeht. Also was ich gesagt habe zwischen Hilfsrahmen und Karosserie. Das kann man hier nicht sehen. Kotflügel rosten, Türen rosten. Das ist also ähnlich wie bei der DS Pallas. Je mehr Chrom und Teile dran waren, desto eher hat es hier gerostet. Die Türen rosteten von innen durch, auch unten die Türrahmen. Auch die B-Säule hier im Schwellerbereich rostete gerne, die Schweller selber rosteten gerne. Hier der Prestige hat ähnlich wie bei der DS Pallas hier so eine Inox, auch Inox, das ist kein verchromtes Blech, das ist alles Inox, sogar mit so einer kleinen Maserung hier drin. Darunter rostet es gerne. Dann geht es weiter, hier an der letzten Säule, hier sieht man auch, der Kotflügel hier hinten ist auch verschweißt. Also komplett das Gegenteil zur DS, wo man alles abnehmen konnte. Hier ist alles verschweißt und hier sieht man auch schon, hier hat schon mal jemand nachgeholfen. Also hier war wahrscheinlich schon mal Rost, hier kann es auch sehr, sehr gerne rosten. Das geht sogar so weit, dass bis in die Dachkante, hier bei dem Vinyldach sieht man es überhaupt nicht, aber dass hier die Dachkanten rosten. Bei den Limousinen eigentlich nicht, aber bei den Brakes, gerade bei der Serie 2. Müsst ihr darauf achten, da wo die Klappe in die Karosserie übergeht, gibt es hier immer so Rostnester. Das rostet von innen in irgendeiner Form durch. Hintere Kotflügel, auch immer ein Problem, also die hinteren Radläufe. Darunter ist so ein Blech geschweißt, ungefähr so lang. Da kann es auch gerne rosten. Das sieht man überhaupt nicht, weil das Auto ja komplett verkleidet ist. Zum Radwechsel gab es hier so eine kleine Schraube. Dann konnte man diese Klappe hier, die zuerst aus Blech war, später aus Kunststoff, entfernen und konnte so ganz langsam, ganz easy das Rad wechseln. So, Kofferraum, auch ein Problem. Heckklappen rosteten, der Kofferraum rostete, auch von unten durch. Hier, wie gesagt, diese Radhäuser, die sind hier beim Prestige verkleidet. Bei günstigeren Modellen war es nicht verkleidet. Also überall an diesem Auto kann sich Rost befinden. Hier, diese Stellen sind immer rostgefährlich, wo hier der Übergang zur Heckscheibe geht. Die Heckscheibe ist eingeklebt. Und das war auch der große Design-Gag dieses CX. Hat man übrigens später beim C6 nochmal mit aufgenommen. Diese gewölbte Heckscheibe. Das war nicht nur ein Design-Gag, aber das hat dieses Auto im Prinzip unverkennbar gemacht, unter anderem. Das war dafür gedacht, dass der Wind sozusagen die Scheibe auch bei Regen sauber hält. Deswegen hat kein CX außer die Brakes einen Heckscheibenwischer. Der Wind hat sozusagen durch diese Form aerodynamisch
die Heckscheibe von Regen befreit, wenn es regnete. Das war eine tolle Idee, ein wunderschönes Design, wie ich finde, und praktisch dadurch auch. So, das war der Rost. Weiter geht's mit der Innenausstattung. Das ist wie bei allen Autos aus den 70er, 80ern, aber auch mittlerweile schon aus den 2000er Jahren immer das große Problem. Gute gebrauchte Teile für Innenausstattungen, Originalteile sind schwer oder gar nicht zu bekommen. Was beim CX immer das Problem war, waren die Türpappen, die Türverkleidung. Die sind aus einem harten Schaumstoff, also so einem harten Schaumkunststoff, und die brechen mit der Zeit, die reißen. Das sieht bei dem noch gut aus und darunter sind Clips. Das heißt, wenn man die abmacht, hat man in der Regel immer die Clips in der Hand und die Türpappe ist eigentlich kaputt. Man kann das wieder irgendwie zusammenfriemeln, was auch fast bei allen CX so ist. Aber achtet darauf, ob die Türpappen noch einigermaßen okay sind. Es wird wahrscheinlich keine mehr geben, die hundertprozentig toll ist. Ausstattungsspezifische Teile, wie hier bei diesem Prestige, der Leder hat. Es gab diesen Prestige mit Leder und mit Velour. Dieses Leder hier reißt sehr, sehr gerne. Das liegt daran, das hatten wir vielleicht bei dem Baccarat euch auch schon mal gesagt, die Franzosen hatten immer voluminöse Schaumstoffsitze. Das heißt, die gaben unglaublich nach. Das heißt, der Weg zwischen Leder und Schaumstoff war riesig und dadurch reißt das Leder oder bricht, weil es auch noch mit der Zeit austrocknet. Gerade bei so südlicheren Modellen wie diesem hier, der hat lange in Südfrankreich gelebt, sehr viel Hitze, sehr viel Sonne, ist das Leder immer extrem beansprucht. So, was ganz toll ist, was es auch nicht mehr bei jedem Prestige gibt, was aber Serie war, ist diese Fußstütze. Ja, die hatte später Mercedes auch in seiner langen S-Klasse. Und dann konnte man hier sitzen und ihr seht schon, also ich bin 1,92 groß. Das ist ein unglaublicher Platz. Da kommt keine lange S-Klasse mit. Lange Autos bei Citroën haben, oder generell in Frankreich, haben Tradition. Und zwar war das schon vor dem Krieg so. Die Citroën Rosalie gab es als lange Version, als Familial. Den Traction gab es als Familial und als Commercial, also als Lieferwagen mit einem verlängerten Radstand. Die DS hatte immer den gleichen Radstand, auch der Break hatte den gleichen Radstand wie die Limousine, aber die war schon so konstruiert, dass sie generell einen unglaublich großen Radstand hatte. Da hatte man das nicht verlängert. Beim CX hat man sofort gesagt, wir machen eine lange Version, und der Prestige hat exakt den gleichen Radstand wie der Break, also der Kombi. Unglaublich lange, schmale Autos, was ich von der Form wahnsinnig faszinierend finde heute, weil man das gar nicht mehr gewohnt ist. Das Auto ist schmal, aber wahnsinnig lang. Und durch diese Fließheckform wirkt dieses Auto heute immer noch wie so ein UFO, wie so aus der Zeit gefallen. Designer war übrigens nicht mehr Flamino Bertoni, wie bei der DS, sondern Robert Auprand, das war der Leiter der damaligen Citroën Designabteilung. Der hat mit seinem Team diesen CX gemacht und die haben auch schon zuvor den SM gemacht. Der SM, dieser Maserati Citroën, der so ein Zwischending war zwischen DS und CX und auch dem CX als Entwicklungsträger hier half. Deswegen nämlich auch diese moderne Lenkung, diese Diravi-Lenkung, die automatisch in diesen Geradeauslauf kommt. Das haben wir auch schon beim XM damals, die hatten das dann auch noch in den XM gebaut. Das hat der CX ab einem gewissen Baujahr serienmäßig gehabt. Es gibt auch Modelle ohne Servolenkung, früher vor allen Dingen, aber später war die Diravi-Lenkung eine sehr, sehr aufwendige Lenkung Serie. Das Hydrauliksystem beim CX ist ohne Elektronik, also ähnlich wie bei der DS. Es läuft aber auch wie bei der DS in den späteren Baujahren alles über die Zentralhydraulik. Servolenkung, Bremse, Fahrwerk, alles ist hydraulisch in einem System sozusagen verpackt. Genau. So, bei dem Prestige. Also ihr seht, das sollte der absolute Luxus sein zu der damaligen Zeit. Da gibt es hier seitliche Sonnenblenden, damit der Frontpassagier vor der Sonne geschützt ist. Auf beiden Seiten. Es gab diese Heckrolos serienmäßig. Es gab Leseleuchten hinten im Fond. Es gab, wie gesagt, diese Fußbänkchen. Es gab unendlich viel Platz. Man konnte sich hier auch noch was einbauen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Chaperon noch gemacht hat, aber ich glaube nicht mehr Chaperon. Bei der DS gab es das ja von Chaperon, dass man hier noch so ein Board hatte mit Bar und Telefon und so weiter und so fort. Das nannte sich übrigens bei der DS Prestige. Genau, den CX gab es auch als Pallas. Das war eine kurze Version, auch sehr edel ausgestattet, lange nicht so edel wie der Prestige. Allerdings gab es den Pallas dann auch mit Dieselmotoren. Und der CX war eigentlich der erste Citroën, wo die Dieselmotoren
ja, salonfähig wurden. Also es gab ihn relativ schnell mit einem 2,2 Liter Dieselmotor und später mit dem bekannten 2,5 Liter Dieselmotor als Saugdiesel mit 75 PS, dann als Turbodiesel mit erst 95 PS und dann mit Ladeluftkühler 120 PS und das war damals der schnellste Seriendiesel in einem Pkw. Der kam 1988 auf den Markt, der 120 PS Turbo 2 mit Ladeluftkühler 120 PS. Der hatte weder BMW, noch Mercedes, noch Volvo, noch Fiat, noch sonst wer einen so starken Dieselmotor und ein so schnelles Auto. Der lief fast an die 200 mit dem Dieselmotor. Das war in den 80er Jahren ein absoluter Knüller. Warum war der CX so schnell? Weil er tatsächlich windschlupfrig war. Er hatte jetzt einen CW-Wert von 0,39 ungefähr. Das ist jetzt nicht mehr so atemberaubend heute. Aber für die damalige Zeit war das unglaublich spektakulär. Wurde aber auch schnell abgelöst. Ich glaube, der Renault 25, der dann quasi die Konkurrenz zum CX wurde, der war dann noch windschlüpfriger. Aber der CX war damals sehr schnell und dieses Auto hier mit dem 2,4 Liter Vergasermotor hat, glaube ich, so um die 115 PS. Mit denen kann man heute noch wunderbar im Verkehr mitschwimmen und auch auf der Autobahn 140, 150 überhaupt kein Problem. Einziges Manko, Fünfganggetriebe gab es damals noch nicht. Es gibt ausschließlich ein Vierganggetriebe, die Fünfganggetriebe kamen erst später. Bei der frühen Version gab es die leider noch nicht. Genau, dann gehen wir mal zur Technik. Also Technik, zunächst fällt mal auf, dass das Auto einen Einarmscheibenwischer hatte. Das war in den 70ern auch nicht unbedingt gängig. Also es gibt nur einen Wischer, der hat auch das relativ gut abgedeckt, diese Frontscheibe, die extrem gewölbt ist. Ja, das ist wirklich auch ein toller Design-Gag, also extrem gewölbt. Es gab dann beim Prestige elektrische Außenspiegel. Gut, das gab es bei BMW und Mercedes. Nee, bei Mercedes gab es das übrigens nicht. Aber bei BMW gab es das in den 70ern auch schon für die hohen Ausstattungsvarianten im 5er und im 7er. Aber bei Citroën auch. Ich glaube, das sind sogar von der Form die gleichen Spiegel. So, das ist der Lufteinlass übrigens für das Gebläse. Das ist eine Sonderausstattung beziehungsweise ein Zubehör. Dieses Auto hat sehr viel Zubehör, das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Man konnte nämlich für den CX, und das war in Frankreich auch immer so nett, ja, also es gab es beim Traction und bei der DS und beim CX und beim GS und auch bei alten Peugeot und so weiter. Es gab ganz, ganz viele Firmen, die haben so Zubehör angeboten. Ja, Robri war beispielsweise so eine Marke, die hatte so Alu-Applikationen und so kleine Designmerkmale und dann ist man halt losgegangen und hat sich das gekauft. Beim CX gab es dann halt auch so praktische Sachen wie diese Hutze da vorne, die normalerweise sind hier einfach nur so Gitter drunter. Und der führte dann halt die Luft nochmal direkter in den Fahrgastraum. So, jetzt öffne ich die Klappe. So, es gibt hier keine Hydraulikdämpfer oder sowas, sondern einfach nur so eine Stange, die man rauszieht. Da sieht man schon, dass diese Pappe leider zerfressen ist. Die ist original. Das sollte nochmal mehr Geräuschdämmung geben. Man hat hier generell versucht, sehr, sehr viel Dämmung zu machen. Dieses Auto sollte tatsächlich richtig gut sein. Man sieht also hier in den Tiefen hinter dem Motor, dass hier auch so dicke Matten sind, also zur Stirnwand hin, damit hier ein bisschen mehr Ruhe herrscht. Der Motor an sich, der 2,4 Liter, läuft schon sehr ruhig. Also verglichen mit den DS-Motoren ist das wirklich ein unglaublich laufruhiges Fahrzeug. Hier ist ein großer Vergaser, für den man alle Teile kriegt. Überhaupt gar kein Problem. Überhaupt kriegt man für den CX ist die Teileversorgung wirklich okay. Also das kann man nicht sagen, dass es da Probleme gibt, ähnlich wie also gar nicht zu vergleichen mit dem XM. Hier gibt es wirklich vieles, auch in Deutschland. Es gibt hier viele Firmen, die sich auf den CX schon spezialisiert haben. Warum ist das so? Wahrscheinlich, weil der CX schon seit langem ein anerkannter Oldtimer ist und auch ein Liebhaberfahrzeug relativ schnell geworden ist, weil er halt so speziell ist und weil er auch irgendwie noch so der Nachfolger der DS ist, die ja heute eine Ikone ist und ja, einer der beliebtesten Oldtimer überhaupt. Genau, anders als bei der DS war beim CX der Motor quer eingebaut und zwar war er so um 30 Grad nach vorne geneigt. Ja? Also er saß im Prinzip vor der Vorderachse, nicht auf der Vorderachse, sondern vor der Vorderachse. Und jetzt seht ihr hier schon Teil des Hilfsrahmens. Also hier ist ein Riesenträger. Der Hilfsrahmen war immer braun.
Das ist kein Rost, sondern der Hilfsrahmen war immer braun. Und auf diesem Hilfsrahmen sitzt auch schon die Karosserie. Ja? Also die ist hier mit diesem Hilfsrahmen verschraubt. Und hier sind die Federkugeln wieder, darunter die Federzylinder. Da ist das Reservoir. Ihr erinnert euch, ich sagte beim XM, das ist ähnlich wie beim CX. Genauso ist es nämlich, nur das Reservoir ist hier noch schöner gemacht, nämlich nicht aus Kunststoff, sondern aus Blech. Und da seht ihr auch wieder diese kleine Lupe mit der Füllstandsanzeige. Den richtigen Füllstand bei DS, CX und auch bei XM seht ihr nur, wenn ihr das Auto in Höchststellung fahrt und dann guckt, ob das vernünftig sitzt. Also Flüssigkeit wird immer bei Höchststellung nachgefüllt und auch gemessen. So, hier gibt es noch eine Besonderheit, leider ausgebaut. Dieser Prestige hatte eine Klimaanlage. Hier auf diesem Sockel saß der riesige Kompressor. Die waren in den 70er, 80er Jahren ja noch so richtige Bomben. Also es war nicht so klein wie heute, sondern solche Dinger. Und die saßen da auf so einem extra Träger. Und hier sind noch die ganzen Schläuche von der ehemaligen Klimaanlage. Das kann man alles wieder reaktivieren. Würde ich sogar machen, also zumindest versuchen. Es gibt auch heute moderne Kompressoren, die man da reinbauen kann. Also man muss so einen alten Kompressor, ich glaube, es gibt Firmen, die auch so alte Kompressoren wieder überholen, aber man kann auch einen modernen nehmen und den mit einer speziellen Halterung da irgendwie reinfriemeln. Das müsste gehen, geht. So, hier haben wir die Hydraulikpumpe. Die ist beim CX aufgrund der Bauweise mit so einer Verlängerung hier an den Motor verschraubt. Damit sie immer vom Motor mit angetrieben wird. Hier ist das Getriebe, ein Vierganggetriebe. Meines Erachtens ist das, glaube ich, sogar von Fiat übernommen worden. Weiß ich aber nicht genau. Man kommt beim CX eigentlich überall ganz gut dran. Man kann jetzt nicht sagen, dass der CX irgendwie schwer zu schrauben ist. Das stimmt tatsächlich nicht. Man kommt hier überall sehr gut dran. Man kommt an den Vergaser ganz hervorragend. Es ist so ein typisches Auto der 70er Jahre und ich finde immer, dass die Serie 1 halt ja eigentlich schöner ist. Also die Serie 2 ist auch toll, aber die Serie 1 ist toller, weil sie hat noch so ein paar, sie hat diese wahnsinnig tollen Inox-Stoßstangen, von denen wir gesprochen haben. Die Scheinwerfer sind noch aus Blech und aus richtigem Glas. Bei der Serie 2 glaube ich auch, aber ich glaube, das war schon Kunststoff hier und nicht mehr Blech, der Lampentopf sozusagen. Es ist einfach schon alles ein bisschen wertiger bei der Serie 1 und ein bisschen durchgeknallter. So, das war im Prinzip, der Motor an sich ist ein absolut langlebiges, problemloses Aggregat. Er ist über eine Steuerkette angetrieben, er ist absolut genügsam, er verbraucht auch gar nicht so schrecklich viel. Also man fährt auch so ein 2,4 Liter durchaus mit 10 Litern max, vielleicht auch mal 11, wenn man tritt. Aber es ist jetzt kein Saufbold. Das ist also wirklich ganz, kann man dem Auto wirklich attestieren, dass es wirklich wenig verbraucht hat. Genau, Motor, wie gesagt, kein großes Problem, Ersatzteile gibt es. Man kann sich das alles wieder, ich glaube, es gibt sogar solche Geschichten wie hier diese Hutze von dem Vergaser, die nur für den 2,4 Liter und glaube ich den 2,2 Liter war. Selbst die kriegt man heute noch nachgebaut. Also es wird da auch viel Rühriges nachgebaut, weil, wie gesagt, CX ist einfach eine Größe in der Oldtimer-Szene mittlerweile. So, gehen wir nochmal in den Innenraum. Da wollte ich euch natürlich nochmal dieses unglaubliche Armaturenbrett zeigen. Also, ihr seht schon, das ist hier alles andere als gewöhnlich. Das war 1977, glaube ich, komplett ungewöhnlich. Man hat hier sozusagen diese Tacho-Einheit bei den frühen Modellen mit den sogenannten Lupen- oder Walzentacho. Also der Tacho links, der Drehzahlmesser rechts, das sind so Walzen, die laufen so rum und die sind illuminiert und mit so einem Lupe, deswegen sprach man auch von Lupentacho, damit die Zahlen ein bisschen größer werden. Und das Ganze wirkt immer so ein bisschen wie so ein Aquarium und die Dinger laufen irgendwie in Wasser, fand ich immer. Also ganz, ganz wahnsinnig toll. Dann hat man hier die Uhr und hier hat man noch eine Anzeige für die Batterieladung und für die Tankanzeige. Und das hier, das funktioniert wahrscheinlich nicht mehr. Hier muss man sich mal überlegen, was die sich überlegt haben. Ich finde das total schön. Hier konnte man so draufdrücken, mehrmals pumpen und dann kam in dieses Röhrchen Motoröl. Und dadurch wurde dann sozusagen der Motorölstand abgerufen. Das konnte man also vor der Fahrt machen. Wird heute bei wenigen noch funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob man das so nochmal hinkriegt. Also mich würde das tatsächlich interessieren. Dann hat er hier ein extra großes Jäger oder wie der Franzose sagte, Gégère-Instrument für die Kühlmitteltemperaturanzeige. Hier wie gesagt die Mittelkonsole mit allerhand Schaltern, elektrische Fensterheber vorn. Dann hat er hier das für die Klimaanlage, den Knopf.
Hier hat er den Zigarettenanzünder, Innenlicht, beheizbare Heckscheibe und so weiter und so fort. Also es war unglaublich viel dran. Und was man sich auch gedacht hatte, das war bei Citroën auch wieder einzigartig, man hat hier so 2 Bedienpanels. Also hier das linke für Scheibenwischer, Licht, Hupe. Das konnte man alles vom Lenkrad aus bedienen. So, das war hier der Blinkerhebel. Zack. Den musste man allerdings wieder zurückstellen. Hier hatte man Lichthupe. Zack, zack, auch vom Lenkrad aus bedienen. Hier konnte man das Licht anschalten, einfach vom Lenkrad aus. Hier nochmal Fernlicht, einfach vom Lenkrad aus. Hier Scheibenwischer, paff, paff, paff. Hier die Hupe. Das war kolossal lustig. Also man musste die Hand gar nicht vom Lenkrad nehmen. Ergonomisch eigentlich top, oder? Also das war, glaube ich, Citroën die einzige. Man hat Citroën immer vorgeworfen, dass das alles unübersichtlich war und dass man das nicht findet. Es gibt dann halt so Sachen, gut, das hätte man dann tatsächlich besser machen können, wie zum Beispiel der Warnblinker. Der ist hier versteckt. Das ist hier so ein kleines Zeichen. Also wenn man wirklich Not hat und man muss den mal schnell drücken, den dann zu finden, ist schon ein bisschen doof. Ne? Also der sitzt dann hier. Oder sitzt er da? Hier sitzt er. Ja, also hier, da ist das Zeichen, hier ist der Warnblinker. Also da Zeichen, hier Warnblinker. Das dürfte man heute wahrscheinlich gar nicht mehr so bauen. Das würde gar nicht mehr durchkommen, weil das ja tatsächlich eine wichtige Funktion ist. Dann hat dieser Prestige Vollleder. Also selbst die Türpappen sind aus Leder bezogen. Selbiges fürs Armaturenbrett. Hier, das ist alles Blech. Das ist auch alles mit Leder überzogen. Ja, viel Luxus natürlich. Und was es auch gab, und das ist hier tatsächlich Serie, wenn man das Licht anhatte, also das Außenlicht, Standlicht oder Abblendlicht, dann konnte man diese Lampe hier so rausnehmen und konnte hier Karten lesen. Ja? Die hat hier so einen kleinen Druckpunkt und dann klemmte man die hier wieder ein und sie funktionierte. Auch eine süße Idee. Wie gesagt, Serie, kein Zubehör. Und hier so ein Telefonkabel dran. Also das hatte schon irgendwie was. Lenkrad war übrigens nie aus Leder. Selbst nicht beim Prestige. Das war immer Schaumstoff. Und das Lenkrad hatte nicht ganz so stark, aber ähnlich wie bei der ganz späten DS das Problem, dass sich das durch diesen Handschweiß, dass sich dieser Kunststoff löste und dieses Gummi sich auflöste. Das ist hier noch ganz gut. Beim CX war es, wie gesagt, nicht so schlimm. Bei den späten DS-Modellen kennt man das, dass das hier so aufkräuseln. Das sieht ganz schrecklich aus. Also Leder gab es tatsächlich beim Prestige nie serienmäßig am Lenkrad. Genau, hier ist die Heizungsgeschichte. Man hatte hier also sogenannte diese Bedienpanels, warm, kalt, Gebläse, hoch, runter, Fuß und so weiter. Diese Mittelarmlehne ist natürlich nicht original und hier hat man dann die Hydraulikverstellung. Also hier jetzt ziehe ich das Ding auf Höchststellung und auf Tiefstellung und das ist halt die Fahrstellung und die Mittelstellung im Prinzip identisch wie bei der DS. Das geht auch über diese Höhenkorrektoren, die einer sitzt an der Vorderachse, einer an der Hinterachse und die kriegen hier mechanisch den Befehl über so einen langen Zug, sich hoch oder runter zu stellen. Das ist also alles mechanisch, das ist nichts elektronisch. Genau, das Radio saß bei den frühen Modellen noch einigermaßen ergonomisch hier, aber wenn man hier einen Sender ablesen wollte, war es schlicht und ergreifend unmöglich. Es sei denn, man hat während der Fahrt mit der Glomse gegen die Windschutzscheibe geschlagen und da drauf geguckt. Das war blöd. Später hat man es noch blöder gemacht. Da saß das Radio nämlich bei der Serie 2 hier drin, hier in der Mitte. Das war auch doof. Also das Radio hier einzubauen, hat man nie so richtig verstanden. Ansonsten ist dieses Cockpit, wie ich finde, eines der schönsten der Automobilgeschichte, weil es absolut spacig ist. Also dieses Ding, was sich so rauskommt, das ist halt so dieser Zeitgeist der 70er und das ist auch so ein bisschen so dieser Zeitgeist Frankreichs in den 70er Jahren, wo man so technikgläubig war. Ja? Also ich meine, die Concorde wurde nicht umsonst in Frankreich und in England entwickelt, größtenteils in Frankreich, weil man in Frankreich wirklich an sowas geglaubt hat, an so ein bisschen so Aerospace, Überschall, modernste Formen, auch moderne Materialien. Also wie gesagt, diese Vollschaum-Türpappe, die natürlich im Alter Probleme aufwirkte, war natürlich damals für die Zeit eine unglaubliche Möglichkeit, überhaupt so eine Form herzukriegen. Ja, also diese ganze Türpappe ist im Prinzip wie aus einem Guss. Das gab es bei Mercedes nicht oder bei BMW nicht. Da war das einfach eine Pappe und da war dann halt der Griff und dann war da halt hier der Türhebel. Das ist hier wie so eine Pistole, ja. Also man schießt die Tür quasi auf. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Also das fand ich auch immer klasse. Oder dann hier dieses Rund, das wieder sozusagen das Lenkrad mit aufnimmt, diese Kreise. Also wirklich tolle Designideen. Und das hat man halt auch nur durch wirklich neue Materialien hingekriegt. Und da hat man in Frankreich einfach dran geglaubt. Und
deswegen finde ich auch immer so, der CX ist so ein bisschen so diese Symbiose aus dieser Technikgläubigkeit in Frankreich, diese Louis de Funès-Filme, die Concorde, auch diese moderne Architektur da in Frankreich. Das war einfach so eine Zeit, wo man unglaublich an die Zukunft geglaubt hat. Und das gibt ja gerade heute irgendwie, finde ich, ja, tröstet einen das doch sehr, dass es das auch mal gab. Genau, Citroën CX, was kann ich noch sagen? Im Prinzip war es das. Also eigentlich habe ich jetzt vieles gesagt. Man kann natürlich noch unendlich viel über dieses Auto reden. Wie gesagt, das positive Ersatzteilversorgung ist ganz gut. Die Autos sind eigentlich gar nicht so fürchterlich schrauberaufwendig, wie man das auf den ersten Blick meint zu sehen. Die RAV-Lenkung natürlich kann ein Problem geben, weil die sehr aufwendig ist, aber die Hydraulikorgane bekommt man alles. Es ist nichts elektronisch geregelt, anders als beim XM. Hier ist alles mechanisch. Die Motoren sind standfest, auch die Einspritzer. Genau, das sollte ich noch sagen. Also es gab dann halt irgendwann den 2,5 Liter Benziner mit Einspritzung, der TRI, TGI und wie die alle hießen. Das waren absolute Saufmotoren. Also ich hatte selber mal einen Break mit einem 2,5 Liter Einspritzmotor. Den fuhrst du nicht unter 15 Litern. Da konntest du machen, was du wolltest. Der war auch noch mit Automatik. Die Automatik war eine Katastrophe, eine 3-Stufen-Automatik. Das Ding hat gesoffen wie ein Cadillac. Das war wirklich nicht schön. Das war bei den frühen Vergasermodellen nicht so schlimm. Und wie gesagt, die Diesel sind natürlich klasse. Also die Dieselmotoren haben heute den Nachteil, dass sie halt wahnsinnig stinken, dass du sie auch nicht großartig sauber kriegst. Es sei denn, und das habe ich jetzt gerade mal versucht, es gibt ja dieses HV0 100 Diesel, was ca. 10 Cent über dem normalen Diesel liegt. Ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also gerade auch bei alten Dieseln, das vertragen die alten Diesel, soweit ich das bisher gesehen habe. Das Auto läuft ruhiger, stinkt weniger, qualmt weniger. Und auch für moderne Common Rail Diesel, by the way, ist das gar nicht schlecht, weil diese Rußbildung läuft einfach weg. Du hast nicht mehr ständig diese Rußbildung im Ansaugtrakt, in den AGR-Ventilen und so weiter und so fort. Also ich kann das tatsächlich empfehlen und die 10 Cent mehr, dann ist das halt so. Aber dafür hast du dann, glaube ich, tatsächlich weniger Reparaturen. Das so als Exkurs. Zurück zum CX, wie gesagt, ich kann dieses Auto tatsächlich empfehlen. Es gibt immer wieder was dran zu machen und das größte Problem des CX ist tatsächlich sein Rost. Und dieses Auto ist schon mal, das seht ihr hier, mal konserviert worden. Nicht ab Werk, aber später sicherlich und das wird ihm sehr helfen. Also versucht einen CX zu kriegen, der vielleicht auch schon mal konserviert wurde, der vielleicht nicht am Hilfsrahmen geschweißt wurde und nicht unten an der Karosserie. Dass die Türen mal aufblühen, gut, das hat man bei jedem CX letzten Endes, bei dem noch gut aussehen. Also das ist alles noch original. Und wie gesagt, der ist halt bis in den letzten Hohlraum durchkonserviert. Leider nicht so sehr schön lackiert. Also dass das hier so ein Riffellack ist, das ist Quatsch. Das war nicht. Das ist mal nachträglich gemacht worden. Das kann auch gut sein, ob der hier schon mal geschweißt wurde oder nicht, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber hier unter diesen Blechen bildet sich immer Rost an dem Schweller und so weiter und so fort. Achtet darauf. Und es ist halt wie immer so, die günstigeren Ausstattungen sind eigentlich immer die besseren Autos, was die Langlebigkeit angeht, weil weniger ist halt mehr, es geht halt nicht so viel kaputt und halt unter diesen Blechen, wenn es die nicht gab, konnte es auch nicht rosten. Und unter solchen Streben wie hier konnte es auch nicht rosten, wenn es die nicht gab. Das heißt, ihr schließt da schon ein paar Faktoren mit aus. Und die frühen Modelle, ja, sind wie gesagt, finde ich persönlich schöner, aber es gibt auch tolle Serie 2 Modelle und was ganz, ganz toll ist halt so ein Flachdach-Prestige oder ein ganz früher Turbo 1 ab 84, die hatten nämlich die lackierten Inox-Stoßfänger, das gab es auch nur ganz selten und hatten hinten so einen voluminösen Heckspoiler, der noch so Plexiglasscheiben drin hat, damit man noch von hinten durch den Heckspoiler durchgucken konnte, also auch ganz verrückt. Also das sind so glaube ich, so die seltensten CX. Es gab natürlich auch diverse Sonderversionen. Also es gab die Firma Tessier, die hat so Dreiachser gebaut, Vierachser gebaut. Das waren dann teilweise so Zeitungsauslieferfahrzeuge für die Le Mans in Frankreich, wo man dann halt ganz, ganz schnell von Paris nach Toulouse musste, um die Zeitung auszuliefern. Da hat man dann bei Tessier irgendwie das ganze Ding nochmal verlängert. Das war auch gar kein Problem, weil der Vorderaderntrieb blieb ja und das Auto zog halt alle Achsen, die da hinten dran gebaut waren, irgendwie immer hinter sich her. Es gab Autotransporter, auch wie bei der DS. Es gab
Krankenwagen, die umgebaut wurden, wobei man beim CX sagte, eigentlich war das ein optimales Fahrzeug schon als Leichenwagen und als Krankenwagen, weil er eh schon so lang war als Break, dass man da gar nicht viel umbauen musste, aber das gab es auch. Also es gab auch zahlreiche Umbauten, es gab auch gepanzerte Versionen, gerade vom Prestige, weil er halt auch als Staatslimousine und als Direktionsfahrzeug genutzt wurde. Also es gibt da eine ganze Menge, das alles hier aufzuführen führt zu weit. Aber wenn ihr dieses Video richtig gut findet, dann würden wir uns freuen, dass ihr es liked. Wir waren sehr überrascht, positiv überrascht, dass der XM so durchgeschlagen ist. Also hätten wir uns tatsächlich nicht vorgestellt. Und wenn wir mit dem CX ähnliche Erfahrungen machen, dieses Auto bleibt so ein bisschen bei uns, dann können wir euch auch gerne noch mehr darüber erzählen, vielleicht noch mal so ein bisschen mehr in die Technik reingehen. Das ist jetzt hier auf dem Acker immer so ein bisschen schwer, hier so Technikkomponenten zu zeigen. Aber wir können das Auto dann auch noch mal auf die Bühne nehmen, euch mal diesen Hilfsrahmenkonstruktion zeigen, die auch ganz spannend ist, ehrlich gesagt. Euch auch noch mal so andere Geschichten an diesem Fahrzeug zeigen. Wie gesagt, wir sehen es ja an den Klicks. Und wenn wir sehen, dass das auch so richtig reinhaut wie der XM, dann machen wir das gerne. Ja, das war es erstmal. Wir drehen jetzt noch mal eine Runde natürlich und erzählen euch noch mal, wie dieses Auto fährt. Aber so jetzt von der Technik, Historie und so weiter ist, glaube ich, jetzt erstmal alles gesagt, was gesagt werden musste. Ja, jetzt fahren wir mit dem CX Prestige, mit dem ultimativen Luxus der 70er Jahre aus Frankreich. Und was sofort auffällt bei dem CX ist, dass im Vergleich zur DS die Konstrukteure es tatsächlich geschafft haben, hier das Fahrgeschehen noch mehr zu entkoppeln, indem sie diesen Hilfsrahmen gebaut haben, sodass man schon den Eindruck gewinnt, dass letzten Endes die Karosserie unglaublich stark gedämmt ist. Und das ist schon wirklich hervorragend gemacht. Das erste, was auffällt beim CX, ist, dass diese Lenkung immer wieder zurückkommt. Also jetzt kommt gleich eine Kurve, dann zeige ich euch das wieder. Ihr kennt das vielleicht noch aus dem XM-Video. Also ich lenke jetzt hier ein, fahre jetzt diese Kurve und jetzt hilft mir die Lenkung wieder automatisch sozusagen die gerade Ausstellung zu fahren. Das ist nach wie vor auch im CX eigentlich klasse, weil das entschleunigt so ein bisschen. Nicht? Man hat also ganz wenig Lenkkräfte. Die Lenkung war auch so leicht schon geschwindigkeitsabhängig. Das heißt, je schneller ich werde, desto stärker wird der Druck in der Lenkung. Und deswegen ist die Lenkung halt ein bisschen straffer bei höheren Geschwindigkeiten. Aber dieser gerade Auslauf ist dann tatsächlich immer ganz fantastisch. Aufgrund seiner Windschlüpfrigkeit war der CX sehr, sehr schnell für die damalige Zeit. Also mit diesem Auto konnte man über 180 fahren bei 116 PS, sowas um den Dreh. Das konnten andere Autos tatsächlich nicht. Einen 5. Gang hat er leider nicht. Ich denke, er hat noch einen 5. Und was hier auch einfach klasse ist, ist dieses, wie gesagt, dieses Design, dieses Ambiente. Man freut sich mit diesem Auto tatsächlich zu fahren, wenn man so ein bisschen ein Faible dafür hat, für Avantgarde, für Design, für Architektur, vielleicht auch so ein bisschen für diesen Flair der 70er Jahre, was ich vorhin schon mal ansprach. Es war einfach eine Zeit, wo man einen unglaublichen Zukunftsglauben hatte und wo man auch das Gefühl hatte, man kann mit neuen Formen, neuen Materialien die Welt verschönern. Einfach verschönern und auch vereinfachen. Und das strahlt dieser CX komplett aus. Deswegen erzähle ich euch nochmal was zu diesem Designer, dem Robert Aupran. Das war ein Schüler von Flamino Bertoni, der legendäre Designer der DS, und der hat unter Bertoni sozusagen bei Citroën angefangen und wurde dann sein Nachfolger, als Bertoni starb, 64, sowas war das. Ihm wurde nachgesagt, dass er zum Beispiel die Frontpartie der neuen DS gemacht hat, also diese DS neue Front geschaffen hat. Das ist Quatsch, das hat er nicht getan, aber er zeichnet verantwortlich buchstäblich für diese mitlenkenden Scheinwerfer in der DS. Und er hat auch mehrere Modelle geschaffen für den Nachfolger der DS, der dann nie in Serie gegangen ist, oder die Modifikation der DS.
Sein größtes Werk bei Citroën war sicherlich der SM, dieser Citroën Maserati. Das war so sein Erstlingswerk bei Citroën. Hat dann den GS gezeichnet, diesen Versuchswagen M35 hieß der, glaube ich, der so die Form des GS vorwegnahm. Und sein letztes Werk war der CX, den er, wie ich fand, wahnsinnig konsequent gestylt hat. Für mich ist es nach wie vor einer der schönsten Citroën, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er kommt jetzt auch aufgrund seines Alters und in der Perspektive, wie die 70er Jahre damals waren und dieses futuristische Fahrzeug, finde ich fast den CX mittlerweile ein bisschen interessanter noch als die DS. Aber gut, das erste Mal, dass ich das sage, übrigens als der größte DS-Fan, glaube ich, unter der Sonne. Aber gut, dieser CX und gerade hier als Prestige ist das schon wirklich was, wie ich finde, sehr Faszinierendes. Zurück zu diesem Auto, wenn ihr euch für so ein Auto interessiert, also die Preisentwicklung. Es ist tatsächlich so, dass die CX so vor 6, 7, 8, 9 Jahren preislich einen großen Sprung nach oben gemacht haben. Also sie kamen dann tatsächlich an das Niveau der DS heran. Mittlerweile ist es so, habe ich den Eindruck, weiß nicht, ob das repräsentativ ist, aber wenn ich mir so die Anzeigen durchlese, also CX fällt auch wieder. Also es werden scheinbar schwer welche verkauft. Und man kann einsteigen bei so 4.000, 5.000 Euro Autos, die dann durchaus auch fahrbereit sind. Für Spitzenmodelle, die restauriert wurden oder gar sich im absoluten Top-Originalzustand bewegen, werden teilweise ja, 5-stellige Summen aufgerufen. Es geht dann auch über 20.000 Euro. Ob man die tatsächlich kriegt, weiß ich nicht. Sondermodelle oder seltene Modelle wie dieser Flachdach Prestige kosten sicherlich etwas mehr. Selbst auch Prestige kosten immer etwas mehr. Auch die Brakes sind nach wie vor sehr gesucht, weil sie absolut klassisch sind. Und da sind natürlich einige am interessantesten die Serie 2 Brakes mit dem Turbodiesel, mit dem Turbo 2, weil man den halt wirklich im Alltag sehr, sehr sparsam und auch relativ unkompliziert bewegen kann. Man hat eine riesen Ladefläche, aber auch die Saugdiesel sind halt wirklich unproblematisch, weil wenig Benzin, unglaublich langlebige Motoren, wobei das auch für die Benziner gilt. Also abraten würde ich tatsächlich, es sei denn, man will das so aus wirklicher Leidenschaft fahren. Also ein Turbo 1 ist natürlich obergeil oder ein Turbo 2 auch, ein Benziner. Aber die schlucken halt sehr viel. Und die Motoren, diese Turbomotoren, haben natürlich dann auch wieder Malessen mit Turboladern. Das waren so frühe Turbolader, die auch gerne mal kaputt gingen. Diese Saugbenziner sind eigentlich allesamt unproblematisch, wobei die 2,5 Einspritzer wirklich viel saufen. Also die nehmen wirklich sehr, sehr viel Sprit. Diese Vergasermotoren sind eigentlich genügsam, reichen von der Ladung, wie ich finde, von der Leistung vollkommen aus. Also 115 PS hier in dem Prestige ist auch heute noch absolut kein Problem. Aufpassen, wie gesagt, Rost. Rost ist ein Riesenproblem beim CX und es gibt da neuralgische Stellen, wie gesagt, wenn Zwischenkarosserie und Hilfsrahmen oder gerade der Hilfsrahmen durchrostet, ist das eine relativ komplizierte Reparatur, die auch sehr schnell ins Geld geht. Und das kann man auch nicht mal eben in der heimischen Garage machen. Also guckt darauf, wie das unten aussieht. Nehmt so ein Auto immer auf die Bühne, guckt es euch immer wirklich genau von unten an. Was der CX auch ganz, ganz oft hat aufgrund seiner Länge und auch der Hydraulik, die relativ schnell absinkt und viele sind dann einfach losgefahren, ohne ihn richtig hochkommen zu lassen, sind Aufsetzprobleme. Also fast alle CX sind mal irgendwann aufgesessen. Das sieht man dann an Schleifspuren am Hilfsrahmen oder wenn es ganz schlimm kommt, auch am Unterboden oder an den Schwellern oder an den Kanten oder am Heck. Also guckt genau, hat er irgendwo aufgesetzt. Was auch immer ein Problem ist, wie beim XM, ist, dass er falsch angehoben wird. Also man hat dann irgendwelche Beulen da im Schwellerbereich, die man überhaupt nicht braucht, die dann halt durch falsches Aufnehmen von Wagenhebern oder von der Bühne herstammen. Wie gesagt, Interieur, Türpappen immer ein Problem. Elektrik auch ein Problem. Aber das teilt er sich mit allen Autos aus den 70er, 80er Jahren. Da gibt es Kabel, die dann halt irgendwann kaputt gehen. Es gibt dann halt Masseprobleme. Es gibt dann auch so den einen oder anderen Schalter, die nicht mehr richtig funktionieren, wobei man die alle fast nachkriegt. Die werden reproduziert im Großen und Ganzen. Autos mit Klimaanlage wie dieser hier, da sind die meisten Klimaanlagen tot oder schon rausgebaut. Das kann man wieder reaktivieren, kostet aber auch eine Stange Geld. Genau, also das ist es im Großen und Ganzen zum CX. Wie gesagt, ich fahre da nach wie vor sehr gerne mit und ich kann sogar im Flachdach Prestige sitzen, also ich brauche gar nicht das hohe Dach.
Das geht auch und es macht wirklich, wirklich wahnsinnig viel Spaß, damit zu fahren. Und das ist ja dieses viel zitierte Wort, was ich schon nicht mehr haben kann, diese Zeitkapsel. Wie gesagt, wenn man das so aus den 70er Jahren mag, dieses Denken und diese futuristische, ja, dieses Versuchsfahrzeug eigentlich, dann ist das vielleicht für euch auch das Richtige. Also guckt euch mal den Markt an. Wie gesagt, das ist, glaube ich, alles, was wir jetzt gerade so ad hoc sagen können. Wie gesagt, wenn großes Bestresse entsteht an diesem Video, werden wir das Auto sicherlich nochmal euch auf der Bühne zeigen. Dann nehmen wir es mal hoch und zeigen euch nochmal diese neuralgischen Punkte mit dem Hilfsrahmen, damit man das besser visualisieren kann. Wenn euch das jetzt schon reicht und ihr sagt, toll, eine Menge Infos, interessiert mich, würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr uns liked und nette oder auch nicht nette Kommentare schreibt. Hauptsache ihr schreibt was. Unseren Kanal nach wie vor abonniert. Wir sind jetzt bei über 1000 Abonnenten, was uns wahnsinnig freut in der kurzen Zeit. Wir werden natürlich weitermachen mit weiteren interessanten Fahrzeugen. Und wie gesagt, abonniert fleißig weiter, sagt es euren Freundinnen, Bekannten, Omas, Opas, Enkeln, Urenkeln, Nichten, Neffen, was weiß ich. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.